Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute geht es mal um die Vermietung an Verwandte oder bekannte Freunde. Sollte man das machen oder sollte man das besser lassen? Und wenn man es macht, worauf sollte man achten, dass es dann auch klappt und keine Probleme gibt? Wir schauen es uns näher an. Bleibt dran. Bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir uns doch mal das Thema näher an Freunde, an Bekannte, an Verwandte vermieten. Das ist natürlich so ein Thema, wer sein Wohnmobil vermietet, ob jetzt eins oder mehrere, für den kommt irgendwann der Punkt, wo er sich mit dieser Frage beschäftigen muss. Denn wohl oder übel, wenn die Leute das mitbekommen, fragen die dann irgendwann mal nach. Oh ja, toll, das kann ich ja dann auch mal mieten und wie machen wir das denn dann? Was kostet das denn für mich? Und so weiter und so fort. Jetzt geht es nämlich schon los. Da ist grundsätzlich, stellt sich die Frage, wie ist es mit dem Ablauf? Wie mache ich den Ablauf bei einem Bekannten oder einem Freund? Worauf muss ich achten? Sollte ich es machen? Was kann mir passieren? Wo sind die Vor- und Nachteile? Also ich muss sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Wichtig ist, wie man es macht. Dann kann auch gar nichts passieren und es kann auch keinen Stress geben im Nachhinein mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Man möchte ja auch vermeiden, dass es da irgendwelche Problemchen im Nachhinein gibt. Also meine Empfehlung ist ganz klar, ich rede ja sowieso, wer es nicht weiß, über die Paul Camper Vermietung. Ich vermiete privat bei Paul Camper mein Camper, mein Wohnwagen oder beziehungsweise mein Wohnmobil. Und da ist es so, dass ich, wenn ich an Freunde, Bekannte, Verwandte privat rausgebe oder private Kontakte rausgebe, dann auch ausschließlich über Paul Camper. Ich gebe euch nachher auch am Ende vom Video nochmal einen Tipp dazu, wo ihr den einen oder anderen Vorteil dann nochmal geltend machen könnt, wenn ihr sogar noch an private Kontakte, die von euch kommen und nicht von Paul Camper, wie ihr da ein paar Vorteile geltend machen könnt. Ja. Also meine Empfehlung ist ganz klar, macht es über Paul Camper. Und zwar als Beispiel, ein Kumpel fragt euch, ja, kann ich das mal und so weiter und so fort. Dann sagt ihr natürlich, ja klar, kein Problem. Geh auf Paul Camper, beziehungsweise ich zeige dir, wie du da hinkommst und dann fragst du direkt mein Wohnmobil dort an. Der Hintergrund ist, wenn das der Freund über Paul Camper macht, dann habt ihr natürlich die Versicherung dabei und das ist schon mal das Allerwichtigste. Nichts ist schlimmer, ihr gebt das privat raus und sagt, ja komm, gib mir mal 500 Euro und viel Spaß. Derjenige steht ja sehr wahrscheinlich nicht in eurer Versicherung mit drin, in eurer privaten Versicherung, denn Paul Camper hat ja dann die Versicherung ist nicht aktiv, wenn ihr dann nicht über die Plattform das macht. Also schon mal die erste Frage. Und was ist denn, wenn da was passiert? Was ist denn, wenn es da Stress gibt? Und so weiter und so fort. Würde ich gar nicht machen privat, also komplett außerhalb. Über Paul Camper, derjenige kann ja auch von euch einen Spezialpreis kriegen. Ihr könnt ja bei dem Angebot, wenn der jetzt eine Anfrage stellt, in der Zeit, wo ihr natürlich sowieso einen Preis drinstehen habt, dann könnt ihr ja das Angebot immer ändern. Ja, ihr könnt dann sagen, ja, von mir aus nicht 129 Euro, sondern geändertes Angebot auf 99 Euro. Ja, für den Zeitraum, für diese Person. Das ist auch vollkommen okay. Natürlich macht ihr vielleicht ein bisschen Verlust, weil ihr in der Zeit es hätte teurer vermieten können, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und dann kann derjenige das annehmen und dann läuft das über Paul Camper. Er hat einen Spezialpreis, du hast den vollen Schutz und wenn es wirklich was gibt, und es kann jederzeit mal was passieren, ihr wisst selber, so ein Mobil ist groß. Die Leute, die das mieten, ob Freunde oder wer auch immer, die fahren das, meistens fahren die nicht solche Fahrzeuge täglich. Und wenn dann mal irgendwo abseits des Weges mal so ein Randstein mitgenommen wird, was schnell passiert, habe ich selbst schon erlebt, dann ist der Stress groß. Ne? Und dann, wenn es über Paul Camper läuft, kein Problem, normaler Ablauf, normale Schadenabwicklung, Selbstbeteiligung, Kaution und Schaden wird reguliert. Ihr habt mit dem Freund keinen Stress. Wichtig ist, absolute Empfehlung von mir, macht diese Reduzierung der Selbstbeteiligung. Solltet ihr sowieso eigentlich immer mit anstoßen bei den Mietern, dass die das machen, denn das kann natürlich Stress vermeiden im Ernstfall. Bei Verwandten und Freunden empfehle ich es noch viel, viel mehr, ne? Weil es klar, wenn die einen Schaden haben, der vielleicht, ich sage jetzt mal, 1000 Euro hat, ja, an der Reparatur und die müssen das selbst zahlen über die Kaution von 1000 Euro, dann sagen die natürlich viel eher, du, pass auf, können wir das nicht selber machen, ich komme am Wochenende vorbei und wir bauen dann ein Gebrauchteil an oder wie auch immer. Und wenn ihr dann sagt, nee, will ich nicht, ich will das ordentlich haben, dann geht es nämlich schon los, ja, dann gibt es schon den ersten Stress. Nein, Reduzierung auf 250 Euro und dann hat der bekannte Freunde
Freund, Verwandte nur 250 € zu tragen und dann ist das okay. Das ist eine Summe, die ist okay und dann gibt es auch keinen Stress und dann wird auch nicht gemauschelt mit irgendwelchen Gebrauchteilen und kannst du mir entgegenkommen. Ne? Das ist eine absolute Empfehlung von mir. Ansonsten, ja, kommt jetzt nochmal der Tipp von mir. Und zwar könnt ihr bei Paul Camper, wenn ihr selbst einen Kontakt erzeugt, also der nicht von Paul Camper oder ein Mieter, der nicht über Paul Camper zu euch kommt, sondern ihr bekommt von Paul Camper, wenn ihr dort angemeldet seid als Vermieter, habt ihr einen Link und den Link könnt ihr jemandem schicken. Ein Kumpel zum Beispiel. Ne? Der Kumpel sagt, ja, wie sieht denn das aus, kann ich bei dem mal mieten? Dann sagt ihr, ja klar, ich schicke dir mal einen Link, gehst du über den Link rein und dann findest du mich direkt. Der Vorteil ist, ihr beide bekommt dann 30 € Guthaben. Ja. Ist ja nicht schlecht, kann man ja mitnehmen. Ne? Also wenn der Freund über Paul Camper, über den Link dort reingeht, kriegt der 30 € gutgeschrieben bei der Anmietung und ihr kriegt 30 € gutgeschrieben für eine Mietung. Also zusammengefasst von mir ganz klar der Tipp, kein Problem, macht es nur ordentlich, macht es safe, sodass es keinen Stress gibt und dann habt ihr auch keine Probleme, Freunde, Verwandte oder was in eurem Mobil zu lassen und ranzulassen, es ist alles versichert, wenn was passiert und da gibt es dann auch keinen Stress. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen und vielleicht auch ein bisschen die Sorge nehmen. Soll ich denn wirklich an meine Familie oder Freunde, Bekannte vermieten oder soll ich es doch besser lassen? Suche ich mir da eine Ausrede. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, immer ganz schön als kleine Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Hier gibt es viel zum Thema Vermietung, allerdings auch andere Wohnmobil- und Camper-Themen. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao.